Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. EU5 steht ja bereits in den Startlöchern und erscheint am 7.7. um 16 Uhr. Und in dem Video wollte ich euch nochmal ganz kurz meine Pläne für den Server verraten. Ich werde das Ganze wieder live streamen, also wir sind zum Serverstart pünktlich, auch hier live auf YouTube. Ich fange bereits schon um 15 Uhr an zu streamen, damit wir uns eine Stunde vorher noch einfinden können und noch schnell unsere Alu klicken, und dann um 16 Uhr geht es ja dann los. Und dann werden wir hier zusammen den Serverstart zelebrieren. Was habe ich vor? Ich werde einen Dämonenjäger spielen auf dem Server. Natürlich wieder nichts Langfristiges, da mein Kontingent an Accounts bereits für mich persönlich erschöpft ist und dementsprechend da nicht noch Platz ist für einen langfristigen vierten Account, werde ich natürlich in den Serverstart mal reinschnuppern, so wie immer. Und ja, gucken, was auf jeden Fall auf dem Server so abgeht. Das möchte ich mir natürlich wie immer nicht entgehen lassen. Habe mir auch dafür wieder ein dementsprechendes Kurzzeitprojekt überlegt. Ich wollte ursprünglich was anderes machen, und zwar mit anderen Creatoren noch zusammen. Das hat leider nicht ganz so funktioniert, aus zeittechnischen Gründen, aber vielleicht findet das beim nächsten oder beim übernächsten Serverstart auf jeden Fall statt. Da habe ich auf jeden Fall noch was in der Hinterhand, was, denke ich mal, ganz cool auch bei euch ankommen könnte, auch Kurzzeitprojekte, weil bei uns allen Creatoren ist es das Problem, dass wir halt nicht noch mehr Accounts aufnehmen können, die wir auf Langzeit spielen, weil das halt eben unglaublich viel Zeit kostet nachher. Und deswegen sind es immer diese Kurzzeitprojekte zu Serverstarts, die halt ungebunden sind und nicht was Langfristiges, ne? Und ja, deswegen musste ich mir, weil das leider spontan nicht geklappt hat, was anderes überlegen. Und da hatte ich dann überlegt, was hatten wir in der Vergangenheit so gemacht. Und da bin ich dann rückblickend auf unsere Kurzzeitprojekte wie die Eintagsfliegen zurückgeblickt oder die One-Day-Wonders, wie ich es so schön nannte, wo wir halt in kürzester Zeit versucht haben, so viele wie uns möglich aus unserer Gilde in den Top-Rängen zu platzieren, ne? Normalerweise ist es halt eben so, dass man versucht, natürlich sich die Alu bis zum Ende des Tages aufzubewahren, damit man halt eben am Ende des Tages auch mit einem guten Sammelalbum erst die Abenteuerlust durchprescht, damit man mit höheren Sammelalbenprozenten mehr von der Abenteuerlust hat, natürlich. In der Zeit bis 0 Uhr versucht man, oder halt bis möglichst spät am Abend, versucht man halt so viel Prozente wie möglich zu sammeln. Und das ist halt die optimale Spielweise. Der Fokus, den wir mit diesem Eintagsfliegenprojekt oder so immer darauf gelegt hatten, war zum Serverstart direkt die Alu durchzukloppen, um halt eben ja, so schnell wie möglich auf Platz 1 in der Ehrenhalle zu kommen. So, und da hatten wir immer eine Gilde aufgemacht. Das werde ich auch diesmal wieder tun. Ja, wir werden auch wieder so eine Eintagsfliegen oder One-Day-Wonder oder wie ich sie auch immer nennen werde, Gilde auch wieder gründen. Dort könnt ihr auch reinjoinen, wenn ihr das möchtet. Das heißt, ich werde die dann live im Stream, werde ich den Namen dann verkünden, und dann mache ich da freier Beitritt für alle, und dann die 49 Schnellsten, die in die Gilde kommen, die können dann mit mir zusammen den Serverstart spielen, und dann versuchen wir gemeinsam so schnell wie möglich nach oben zu kommen. Und ja, das sind die Projekte, die ich ja schon in der Vergangenheit gemacht hatte. Für mich persönlich, mein persönliches Projekt für EU5 ist es, einmal versuchen, zumindest auf Platz 1 zu stehen. Ja? Und das funktioniert ja eigentlich nur, wenn du halt wirklich am Anfang so schnell wie möglich dich versuchst zu equippen, starkes Equipment zu bekommen, deine Abenteuerlust durchzupreschen und so schnell wie möglich, so stark wie möglich zu werden, um halt eben ganz schnell oben mitzuspielen. So. Das machen andere Spieler auch, das ist aber natürlich auf Langzeit gesehen keine effiziente Spielweise. Darauf möchte ich nochmal hinweisen. Deswegen, alle Leute, die mit mir in die Gilde kommen, die müssen davon ausgehen, dass das keine Langzeitgilde ist, dass es keine Gilde, die Zukunft haben wird, großartig, und das ist keine Gilde, die irgendwelche Langzeitziele verfolgt oder so. Das ist einfach nur für den Serverstart, just for fun. Ja, das ist das ganz große Motto hier bei dem Serverstart für EU5. Und ihr könnt sehr gerne natürlich der Gilde joinen. Die ist, wie gesagt, frei für jeden.
und ja, wer zuerst kommt, mal zuerst, danach geht's auf jeden Fall und dann werden wir schauen, dass wir so schnell wie möglich vorankommen. So, ne? Falls ihr andere Pläne haben solltet auf dem Server und wirklich sagt, ey, ich möchte hier Langzeit spielen, ich möchte hier effizient spielen, dann ist die Gilde nichts für euch. Ne? Wenn ihr sagt, okay, ich weiß sowieso noch nicht, wo ich hingehe, ich lasse mich überraschen, mir ist es auch egal, wenn ich den ersten Tag verkacke, so, weil für mich zählt sowieso nur das Langzeit-Game, dann okay, dann könnt ihr sehr gerne natürlich zu unserer Gilde hinzukommen. Es könnte natürlich auch ein zukünftiges Standbein werden für Leute, die ja gar keinen Gildenanschluss finden oder so, ne? Was ich mir aber schwierig vorstellen kann tatsächlich, weil weil jetzt in der Vorabphase von EU5 jetzt wirklich schon sehr viele Leute, auch mittlerweile auch auf meinem Discord hier, viele Beiträge für EU5 geschrieben haben, die sehr gerne auf dem Server spielen. Ich verlinke euch unten auch nochmal meinen Discord-Server, dort könnt ihr auch sehr gerne rauf joinen und euren Beitrag hierzu leisten. Hier gibt es halt, wie gesagt, die Sektion Gilden- und Spielersuche und dort könnt ihr halt eben Spieler für eure Gilde suchen oder halt eben als Spieler eine Gilde suchen, wo ihr halt eben beitreten möchtet und deswegen gehe ich mal nicht von aus, dass irgendwie Leute noch großartig Probleme haben sollten, eine Gilde irgendwie zu finden. Falls aber doch der Fall sein sollte, ne, könnte die Gilde halt so semi-aktiv sein. Ich kenne es aus der Vergangenheit, wenn wir so eine Gilde gemacht haben, dann ist sie natürlich zum Serverstart übelst aktiv, aber nach einer Woche, dann sind da schon die ersten roten Zahlen und dann, ist die Gilde nachher, es ist keine feste Leitung da drin, es bieten sich ab und zu mal Leute an, die halt die Leitung übernehmen. Das ging auch hier und da mal gut, zum Beispiel die Eintagsfliegen, die sind eine etablierte Gilde, ich weiß leider nicht mehr auf welchen Server geworden, einfach nur auch entstanden durch so ein Fun-Projekt, aber geht bitte nicht von aus, dass das eine Langzeitgilde mit viel Zukunft wird. Ja, da möchte ich nur noch mal euch explizit darauf hinweisen, dass unsere Pläne halt eben die sind, in den ersten 1-2 Stunden des Serverstarts die Rangliste zu dominieren, die ersten Ehrenhallenplätze zu belegen und danach werden wir sowieso verdrängt von der Konkurrenz, die halt eben mehr Pflege in ihren Char gesteckt haben und halt eben mehr durch die Ehrenhalle sich gefarmt haben, besseres Sammelalbum haben, mehr Erfahrungsbonus durch die Quests halt eben mitkriegen, ne, von dem genannten Sammelalbum halt eben und dementsprechend halt auch stärker werden als wir, die halt eben nur stumpf, stupid, einfach, die Alu durchpreschen und sich equippen für die ersten 1-2 Glanzstunden, die wir dann haben. Und das sollte jedem bewusst sein. Das sind meine Pläne. Also für mich persönlich, wir machen wieder so eine Kurzzeitgilde auf jeden Fall. Und für mich persönlich ist es mein Ziel ist es, einmal auf Platz 1 zu stehen, egal wann auf diesem Server, EU5, oder zumindest versuche ich es in diesem Stream zu erreichen. Falls nicht, ja, dann halt Pech gehabt. Ne? Aber das ist auf jeden Fall mein Ziel. Und das werde ich versuchen zu erreichen. Falls es halt auch schon direkt zum Serverstart ist, weil ich hatte es auch schon oft gehabt, dass zum Serverstart Leute mich hochgefarmt haben und ich dann noch keinen Handgriff gemacht habe und trotzdem auf Rang 1 stand. Also das würde natürlich auch zählen dann in dem Falle und dann wäre die Challenge auch auf jeden Fall geschafft. Ne? Aber wir versuchen es so oder so irgendwie hinzubekommen und einmal zu sehen, dass wir auf EU5 zumindest irgendwann einmal auf Platz 1 stehen sollten. Wir gucken einfach, ob es klappt. Wenn es nicht klappen sollte, ist es auch nicht schlimm. Dann haben wir trotzdem eine schöne Zeit zum Serverstart gehabt. Aber das sind auf jeden Fall so meine Pläne für den Server. Und mich würde mal auch sehr gerne interessieren, wer von euch spielt auch auf EU5? Wer ist am Freitag am Start? Und wer hat davor, Langzeit zu spielen oder sich einfach nur mal den Serverstart, so wie ich, eventuell einfach nur mal interessenhalber anzugucken, was da abgeht. Und beim nächsten Mal, bei den nächsten Serverstarts, machen wir vielleicht die anderen Projekte, die noch cooler sind. Also die sind richtig cool. Vielleicht kriegen wir da ein paar Leute zusammen für. Lasst euch da auch auf jeden Fall überraschen. Wenn ihr nichts verpassen wollt, dann lasst den Kanal hier auch sehr gerne ein kostenloses Abo da. Auch in Bezug auf jeweilige Serverstarts oder Legendary Dungeons oder Elevator
Starts. Ne? Da gibt es ja immer das ein oder andere, ja, wie sagt man, Schmankerl, was man halt eben ja, hier und da mitbekommt. Ne? Deswegen lohnt es sich auf jeden Fall, auch hier mal am Ball zu bleiben. Das soll es aber erstmal soweit gewesen sein. Ihr wisst jetzt meine Pläne und ja, vielleicht sieht man den einen oder anderen von euch am Freitag um 15 Uhr geht es hier live los und bis dahin alles Gute, eine schöne Restwoche wünsche ich euch. Haut rein und bis zum nächsten Mal.